laufen sie im blauen Trikot der Gitelis Finanz Regensburg. Philemon Abraham, Simon Boch und Konstantin Wedel. Die Vorfreude auf das Heimspiel ist ihnen allen ins Gesicht geschrieben. Kann also jetzt da gleich nur gut werden, wenn der Startschuss ertönt da hinten in der Kurve unter Flutlichtmasten. Und hier, den jungen Mann, den haben wir auch im Auge. Das ist Maximilian Rath, der löscht hier gerade in den letzten Wochen und Monaten so den einen oder anderen Rekord aus den bayerischen uralt-besten Listen. Vor kurzem einen bayerischen Rekord gerannt über die 3000 Meter, 48,65 in der Altersklasse M15. Schauen wir mal, ob er heute vielleicht sogar noch schneller ist. In Regensburg, die Bedingungen stimmen auf jeden Fall. Und jetzt ist der Start auch freigegeben. Auf geht's, wir freuen uns auf die 3000 Meter. Los geht die wilde Fahrt. 3000 Meter, 7,5 Runden und ein Ziel. Eine Zeit unter 8 Minuten. Das würden sich die Regensburger Jungs wünschen. An die Spitze setzt sich jetzt aber erstmal Theo Schell aus Höchstadt an der Aisch. Auch die Läuferburg ist hier mit vertreten. Und dahinter, da kommt dann schon die Telis Armada mit Philemon Abraham, mit Simon Boch, mit Konstantin Wedel und Co. Und die drücken auch schon von hinten in die Hacken. Die wollen, dass es hier schnell wird. Die wollen die Zeiten angreifen. Wir haben mal ein bisschen gerechnet. Wenn sie unter 8 bleiben wollen, dann müssen sie bei 64er Runden durchgehen. Da sind wir leider schon ein bisschen drüber. Aktuell läuft es sich eher auf so eine 8:30 raus, aber das Rennen ist ja noch jung. Es war ja erst die erste von 7,5 Runden. Noch jede Menge Zeit, da ein bisschen am Tempo zu drehen. Jetzt die Telis-Jungs an der Spitze. Philemon Abraham, Simon Boch und Adane Muleta. Wo ist Maxi Rath? Der schwimmt da so in der Mitte des Feldes mit. In den gelben oder eher grünlichen Neon-Spikes. Das ist der junge Mann der Stadtwerke München. Aber vorne, da macht Philemon Abraham aktuell die Musik, spielt die erste Geige als Führender und Tempomacher für die Teamkollegen Adane Muleta und Simon Boch, der ja auch schon mit dem ersten Großereignis des Jahres fest planen kann, nämlich mit den Europameisterschaften in Rom. Da ist er mit dabei im Team für den Halbmarathon. Jetzt drückt die 3 Regensburger aber mal ganz schön aufs Tempo. Erster Kilometer 2:48,78. Also ein bisschen hinter der Tempovorgabe von Coach Kurt Ring, aber die Jungs, die legen jetzt erst richtig los. Die kommen jetzt erst richtig ins Rollen und in Fahrt. Aber jetzt hat auch das Verfolgerfeld entschlossen, sich nicht alles gefallen zu lassen von den Gastgebern. Jetzt wird wieder aufgeschlossen. Da hat man dann auch nochmal das Tempo verschärft. Und jetzt haben wir wieder eine große Spitzengruppe beisammen. Mit dabei jetzt auch unter anderem mit der Startnummer 616 Raphael Siebenhofer, der
der vierte der österreichischen 5000 Meter Meisterschaften des Vorjahrs. Auch Tobias Ritter von der Elite Finanz Regensburg hat den Anschluss geschafft an diese inzwischen sechsköpfige Spitzengruppe, die wieder einbiegt in die Zielkurve. Vorne weg. Die zwei EM-Teilnehmer, die zwei designierten EM-Teilnehmer, Philemon Abraham und Simon Boch, die sich jetzt wieder ein bisschen absetzen haben können. Benjamin Jonowski vom TuS Lichterfelde. Das ist der es bisher noch gefehlt hat in der Spitzengruppe. Das ist der Mann im orangen Dress. Was macht Maxi Rath? Der macht clever, der hat sich da im Hauptfeld in die Mitte gesetzt, lässt sich mitziehen und mittreiben von den erfahrenen Athleten, die ihn hoffentlich zu einer neuen Spitzenzeit ziehen. Er setzt ja völlig neue Maßstäbe in Bayern, knackt die Uraltrekorde, die teilweise 30, 40 Jahre in den besten Listen standen. Schon in der Halle den Rekord pulverisiert, jetzt dann auch vor kurzem bei der Tennis Challenge am oberen Wörth hier in Regensburg, auch unter freiem Himmel. Und das soll doch längst nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Für den 15-Jährigen aus München, jetzt Simon Boch und Philemon Abraham wieder vor der Haupttribüne. Unsere Führenden spulen das Ganze jetzt ganz locker und souverän ab. Zweiter Kilometer war deutlich schneller als der erste. Also die Jungs sind richtig gut auf Kurs. 5:33,66 übrigens die Durchgangszeit nach 2 von 3 Kilometern. Aber einer, der könnte den Party-Crasher spielen, das ist Raphael Siebenhofer. Einer der stärksten Läufer aus unserem Nachbarland Österreich. Der hat sich jetzt schon wieder so rangesaugt an die Regensburger Jungs. Der gibt nicht auf, auch wenn er ganz auf sich allein gestellt ist aktuell. Aber der hat einen guten Schritt. Der ist noch längst nicht geschlagen. Jetzt knapp 500 Meter vor dem Ziel. Das sind die drei, die jetzt auf die letzte Runde gehen. Simon Boch, Philemon Abraham und Raphael Siebenhofer. Dann Benjamin Jonowski und Tobias Ritter und auch Maxi Rath. Jetzt in der letzten Runde, das könnte die nächste Fabelzeit werden für den Athleten aus der Landeshauptstadt München. Da haben wir natürlich auch ein Auge drauf, aber besonders schauen wir an die Spitze auf den Endspurt von Simon Boch. Was für eine gigantische Attacke da auf der Gegend gerade. Der lässt Philemon Abraham quasi stehen und fliegt jetzt dem Ziel entgegen. Die 8 Minuten schafft man nicht mehr, aber es wird trotzdem eine tolle Zeit für Simon Boch beim Heimspiel im Unistadion. Simon, toll gemacht. Viel Erfolg für Rom, du bist in guter Form, zeig was du kannst. Philemon Abraham wird Zweiter, 8:14,71 die Zeit von Simon Boch. Dann kommt Raphael Siebendorf als Ziel vor, Tobias Ritter. Und wo ist Maximilian Rath? Der biegt jetzt auch auf die letzten Meter ein. Noch ein paar Meter jetzt für den N15-Athleten. Leider läuft die Uhr nicht mit. War eine knappe Kiste. Müssen wir gleich gucken, ob es für den bayerischen Rekord gereicht hat. Während wir jetzt nach und nach hier über die Ziellinie kommen, unsere Läufer. Das war ein tolles Rennen. Simon Boch,
gewinnt in 8:14,69.